So, liebe Dschungelfreunde, back to the mountains. Ja, wollten uns ja eigentlich schon am Montag gemeldet haben, aber gestern haben wir dann ein Video hochgeladen. Endlich wieder Strom. Ja, ist immer noch alles hier sehr problematisch nach der ganzen Woche ohne Elektrizität. WLAN geht immer noch nicht, Internet. Da war ja auch dieser Sturm letzte Woche. Masten irgendwie nicht aktiv oder zusammengebrochen, keine Ahnung. Deswegen geht es immer nur irgendwie schrittweise zum Nachbarn oder hochladen, wenn wir in der Stadt sind. Aber es gibt wieder ein kulinarisches Highlight und da wollte ich euch mitnehmen. Hier unter blauem Himmel, ein Träumchen bei uns im Dschungel. Heute gibt es Ziege. Ja, unglücklicherweise hat sich gestern unsere Ziege, guck mal, ein Träumchen hier, der blaue Himmel, 2 Beine gebrochen. Die war draußen auf dem Feld ganz normal wie jeden Tag und hat da gefressen und ist dann unerklärlicherweise da einen Abhang runtergeknallt. Und dann, als wir die abends ins Gatter bringen wollten, ja, haben wir die erstmal nicht gefunden, haben die nur schreien gehört und dann lag sie da am Boden, beide Vorderbeine gebrochen. Haben dann noch Wasser gegeben und noch Futter gestern Abend, aber heute Morgen hat sie dann leider Gottes ihre letzten Atemzüge gemacht. Und was macht man dann mit so einer Ziege? Kerngesund, nichts dran so. Ja, Vollverwertung. Ich habe heute meine erste Ziege geschlachtet. Ich habe es euch mal vorenthalten, die Schlachtung zu zeigen. Ich meine, für alle Tierfreunde da draußen, ich bin ja auch Tierliebhaber, nicht so ansehnlich. Aber jetzt beim Kochen und meine kulinarischen Freunde hier, das ist Highlight. Die Lynn ist schon am Warten unten. Daria ist auch schon wieder aktiv. Hier, die ist so was von gut drauf wieder nach unserer erschreckenden Krankheitswoche mit ihren Würmern und 3 Wurmkuren und was nicht alles. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt Ziege. Wir machen Barbecue. Wir werden die Rippen, haben wir gerade schön mariniert. Die Rippen und die Schenkel und die Beine haben wir mariniert. Die werden gleich schön im Smoker gesmoked, gegrillt. Und den Kopf und alles andere an Fleisch werden wir im Topf als leckere Suppe machen. Ich habe jetzt gerade hier schon noch Karotten und Zwiebeln und Kartoffeln geholt und Zitronengras kommt rein und Chili und verschiedene Gewürze. Und hier ist wieder unsere Outdoor Cooking Station. Ich habe jetzt für den Papa hier erstmal, hier ist Carrots, hier Carrots, Potato, but no Pineapple, no Pineapple. Ja, da braucht er Ananas, aber wir haben keine Ananas, leider. Oh ja, Licha, Neighbor. So, ich zeige das mal eben hier. Outdoor Kitchen wieder. Hier ist schon alles am Köcheln, der Kopf. Und hier gibt es gleich, hier ist alles schon schön mariniert. Guck mal, hier ein Träumchen. Hat schon schön rosa Farbe angenommen. Hier wird gleich alles im Smoker gemacht. Ja, genau. Und der Vater wird jetzt das Gemüse alles klein schnibbeln. Braucht ja nicht so lange, aber der Kopf und das restliche Fleisch, Ziegenfleisch ist ja ein bisschen zäher. Deswegen braucht das alles ein bisschen länger beim Kochen. Ja, Highlight heute gibt es Ziege, lecker Ziegen. Ziegenkarree vom Smoker und Ziegensuppe mit gekochtem Ziegenfleisch. Jetzt gehen wir mal eben noch Ananas kaufen. So, auf der Suche nach Pineapple. Irgendwie hat hier keiner Ananas im Moment. Also, wir haben ja auch einige hier frisch im Garten von den Nachbarn, aber irgendwie, eigentlich haben wir jetzt Saison, aber alles ist irgendwie schon verkauft, genau. Wir gehen jetzt mal eben zum anderen Nachbarn noch. Mal eben nachfragen. Man hilft sich ja immer. Morning! Jay. She's out looking for a husband. Verkauft hier auch. Ja, wie gesagt, sind doch nicht die einzigen, die hier ihre Hey! Da ist die nächste hier. Gibt's auch wieder lecker, auch am Kochen. Hello to my blog. Hey bro! I need. You have pineapple, pinya? Shut up! Pineapple? No, because I cook in goat, kanding, but need pineapple. Hey bro! Da ist die nächste. Ja, siehst du, also jetzt seht ihr das mal, wir sind nicht die einzigen hier mit unserem Store Barbecue. Aber hat sich Gott sei Dank die Woche ein bisschen positiver entwickelt. Die letzten Wochen war eine Katastrophe, weil ich habe ja erzählt, die haben ja eine Kantine aufgemacht in der Schule und ja, alles unter den
normalen Preisen, die wir hier außerhalb anbieten. Alles ein paar Cent billiger, ja, und dann rennen die Studenten natürlich da auch hin. Naja, aber ich will ja jetzt mit Deutschunterricht anfangen. Ich habe ja von dem Henning und vom Stefan da ein paar Tipps gekriegt. Die geben ja auch weltweit online Deutschunterricht und will mich jetzt als Deutschlehrer versuchen. Muss mich da noch ein bisschen einlesen. Hatten ja wie gesagt kein WLAN die ganze Woche. Jetzt wollte eigentlich schon letzte Woche damit starten. So. Hello. You have pineapple. Pineapple. You have pineapple or no? No? Yeah, then I go to Minimarkt. Okay. Ja, das war jetzt die letzte Chance. Jetzt muss ich hier meinen 10-minütigen Marsch auf mich nehmen. So. Hier durch die Dschungelkarpaten. Aber ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Denn normal geht es ja über die Straße. Aber der Roller läuft nicht mehr. Nächste Katastrophe. Hier sind Tomaten, jede Menge. Ja, zuerst war der Reifen platt. Am Sonntag sind wir ja noch zu einer Verlobung gefahren. Der erste Tag letzte Woche, wo wir mal keinen Regen hatten und Sonnenschein. Und da war hier eine Verlobung von einem Sohn von einer Nachbarin. Ja, und auf dem Rückweg war der Reifen auf einmal, während der Fahrt wurde der immer platter und dann, ja, der war halt auch schon was älter, beziehungsweise war noch als wir den Roller gekauft haben. Wir hatten nur hinten schon einen neuen Reifen drauf machen lassen und jetzt mussten wir am Montag dann, vorgestern, vorne auch einen neuen Reifen kaufen. Ja, und einen Tag später dann, am Dienstag oder Mittwoch, sprang der Roller gar nicht mehr an. Wir waren noch in Aargau, sind dann, als wir starten wollten, mussten wir überbrücken in so einem Rollergeschäft. Und ja, dann hier zu Hause, als aus war und wir da starten wollten, ging gar nichts mehr, kein Licht. Ganze Display aus. Also muss ich denn jetzt lang hier? Ja, macht im Moment Probleme. Jetzt brauchen wir eine neue Batterie. Gegen Ende der Woche haben wir hier einen Motorshop in den Bergen im Dschungel. Einer der repariert Motorräder und der hat jetzt für uns eine Batterie bestellt gestern. Für unsere alte Dame. Hat ja auch schon 89.000 Kilometer runter. Und so wie der aussah vom Inneren, anscheinend ist ja noch nicht viel ausgewechselt worden. Wir haben ja die Bremsen auch schon komplett erneuert und jetzt die Reifen alle und Stoßdämpfer auch schon alle neu, vorne und hinten. Ja, und jetzt fehlt nur noch die Batterie und der Motor. Der hält hoffentlich noch ein bisschen. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ist ja jetzt auch hier immer eine Ruckelfahrt in den Bergen. Die Straßen sind ja auch katastrophal zum Teil. Ja, so sieht es aus. Letzte Woche, wie gesagt, sehr autark gelebt mit Kerzenschein und ohne Handy. War immer ganz rückbesinnend. Immer ganz schön, wobei die Filipinos, die hängen ja nur vom Telefon hier. Also mir fiel das jetzt nicht schwer ohne Handy, außer dass wir natürlich euch keine neuen Videos schicken konnten. Ja, und hatten ja dann gestern oder vorgestern das hochgeladen mit keinem Strom, wo ich überhaupt mal eben Lebenszeichen gegeben habe. Aber das ist auch irgendwie, Thumbnail ist irgendwie ganz komisch geworden. Die ganze Einstellung, die hat auch irgendwie verrückt gespielt. Ja, ist halt alles ein bisschen anders hier bei uns im Dschungel. Muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Aber man wird halt auch erfinderisch und flexibel und ja, geht halt nicht immer den einfachsten Weg. Genau, jetzt freue ich mich gleich auf lecker Ziege. Lammkarree war ja noch ein kleines Zieglein, also ein Lamm. Die Rippen in Deutschland kennen wir ja, habe ich auch oft im Restaurant verkauft. Lammkarree mariniert und dann gesmoked oder in der Pfanne in Parma-Butter gebraten. Richtige Delikatesse. Ja, und die Lämmer haben halt noch ein extrem saftiges und schmackhaftes Fleisch, weil die werden dann noch geseucht mit Milch und die Milch, die macht das Fleisch halt extrem weich und ja, ich meine, die war ja jetzt schon ein paar Wochen älter, also hat jetzt auch schon Gras und Kräuter gefressen, aber ist halt wie bei uns das ganze Wild, ne? Also die Schweine werden ja hier alle normal zugefüttert und
die Rinder auch, aber die Ziegen, die werden halt nur, die laufen halt hier im Dschungel rum und fressen halt wirklich nur Kräuter und frische Blätter und alles. Ja, und haben halt dann, genau wie die Wildschweine, halt extrem gesundes und schmackhaftes Fleisch. Deswegen freue ich mich jetzt mal auf ein bisschen Abwechslung. Ja, und die wollten die Ziege halt vergraben. Aber wie gesagt, Not macht erfinderisch und ihr kennt mich ja, ich mache von allem was. Und achso, wir waren letzte Woche übrigens auch viel im Dschungel ernten. Also haben uns auf den Weg gemacht, ein paar Wanderungen, war ja viel am Regnen, aber war auch zwischendurch mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen spazieren zu gehen. Und haben Cranberries, ganz viele, 3-4 Kilo Cranberries geerntet von Sträuchern und Wolfsbeeren und Mangos wieder. Die letzten jetzt, war ja diese Mangozeit geht ja jetzt Anfang August zu Ende. Und Avocados noch ohne Ende, auch nochmal bestimmt 4 Kilo oder so. Also ernähren uns auch im Moment wieder sehr gesund und fühle mich auch dementsprechend aktiv. Muss nur wieder ein bisschen aus dem häuslichen Trott von letzter Woche rauskommen und mich wieder mehr an der frischen Luft jetzt bewegen. Genau, ja, bin jetzt gleich am Minimarkt, geht noch mal eben hier bergauf, kleines Update, dann später hochgeladen, wenn soweit alles WLAN-technisch irgendwie klappt und dann gleich noch mal kurz unser Lämpchen fertig gegrillt und gekocht zum Ende dieses Videos. Also ihr Lieben, Mitte der Woche immer schön in Action bleiben und immer schön gute Laune und positiv denken. Ciao, ciao. So, home sweet home. I'm back. Pineapple. 30 Peso. Umgerechnet 45 Cent für, keine Ahnung, 115 Gramm. 115 Gramm. Oh, ich bin gerannt. Weil ich glaube, dass schon die Smoker schon fertig ist und ich habe extrem Hunger. Mal gucken, wie es aussieht jetzt. Bin gespannt. Ein erstes Lammkarree im Smoker. Ja. Riecht schon gut. Da ist Lynn. Damit ihr auch nicht die Lynn vermisst. Ah, It's good, eh? nee, not driving. No. Und? Wow. Guck mal hier. Das sieht ja richtig gut aus. Schatz, wow. Super. Sehr gut. Da ist Onkel. Where's your father? So, hier ist wieder alles im normalen Sonnenschein. So, der Vater ist gerade am Zerlegen. Ich hätte jetzt alles an Gemüse und Zutaten direkt in die Suppe reingeschmissen, aber der ist noch mal alles am kleinen Hacken, am kleinen Schneiden. Wir haben jetzt, also hat quasi nur das Fleisch für die Suppe vorgekocht. Genau. Oh, ich brauche erstmal Wasser. Bis gleich. Ciao. Mal eben kurzer Einblick, bevor es gleich ans Ende geht hier. Richtig schön kross gegart von außen, wie eine Schweinshaxe. Ich kann mich daran erinnern, Kaninchen haben wir früher auch so gegrillt bei uns zu Hause. So, jetzt wird das Ganze noch schön mariniert. Ich habe hier schön Tomatenketchup mit ein bisschen Whisky und Barbecue-Soße, Sojasauce, Salz, Pfeffer, Fenchel und Oregano. Frische Kräuter, die kommen hier noch so zwischen. Herrlich. Can you show? Oh, guck mal hier, richtig kross von außen. Richtig kross von außen. Man hört schon, wie das richtig knistert hier. Uiuiui, hier wird es schon ein bisschen gefährlich. Das ist schon ein bisschen too much. Guck mal hier, herrlich ein Träumchen. Wahnsinn. Ich denke mal, in 10 Minuten ist die Sache geritzt. Ich brauche ein bisschen Wasser. Oder Sojasauce. Ein bisschen zu heiß. So. Und wieder die Klappe zu. Voila. Genau. 10 Minuten geht's los. Herrlich. So. Kitchen, die erste Indoor Kitchen auf dem Feuer. Like Lammadobo. Gekochtes Lammfleisch mit Karotten und Kartoffeln und Zwiebeln, Knoblauch, Pineapple, Mango. Wow, looks really nice. Really nice. Oh, ich habe mal eben Katzenwäsche gemacht. Die ganze Zeit da am Feuer. Wow, looks nice. You can bring outside. We will eat outside and I will show
noch überall von Mücken zerstochen hier. Ja, das war ja Regenzeit hier und dann hast du halt hier extrem viele Insekten. Aber alles gut, wir sind zufrieden. So, jetzt geht's hier ans Eingemachte, an mein Lammkarree. So, wie sieht's denn aus hier? Ui, 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 ui. That looks aber really nice. So, Schatz, maybe you can Nick, can you hold? I will cut. Look. Boah. Sieht aber gut aus. Taste. Wow. Wow. Eat. Wow. Eat. It's okay. Later. Iwa ko nun ito niyo kay patakan ada ka na. Wow. And the Ane? No, I don't want shot. Huh? I don't want. Yeah. You don't give that. Yeah, that's mine. Imo daw ni tinay daw. Huh? Give Naida. Di diri? Ano ihatag nila kilo? That is for Naida. Okay. Okay, wir sagen mal guten Appetit und bis später.